Was bisher geschah. Und jetzt stehen die da hinten an dem Tisch und daddeln am Handy. Gefällt mir. So, wir sind jetzt auf dem Campingplatz angekommen. Der ganze Boden ist nass und das fließt gar nicht so richtig ab. Schaut mal, wen wir jetzt zu Besuch haben. Zweierfahrt! Um die Welt! Noch 35 Kilometer bis nach Gijon. Hier vorne soll ein Wasserfall sein. Jetzt tut die rechte Arschbacke oder der Knochen ein bisschen weh. Irgendwie voll der coole Ortsname. La Esperanza. Wir sind gleich hier in Gijon. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben richtig gut geschlafen in unserem Park. Park? Ja, genau. Gestern Abend, das war super komisch. Also hier ist irgendwie ein Auto angehalten. Dann ist eine Person ausgestiegen. Die ist dann, weiß nicht, 3 Meter vor unser Zelt gegangen. Hat geguckt. Und dann irgendwas wie... Das sind die nicht. Und dann sind die wieder eingestiegen und mit quietschenden Reifen weggefahren. Also super komisch. Keine Ahnung, was das sollte. Ja, ansonsten sind hier nicht viele vorbeigefahren. Hatten unsere Ruhe, konnten gut schlafen. Übrigens, mein Kissen hatte ein Loch. Und erst habe ich das versucht mit Pateks zu reparieren, zu stopfen. Hat leider nicht so gut geklappt. Deshalb habe ich da jetzt so ein Fahrradflicken drauf gemacht, mit Vulkanisationszeug verklebt und ich hoffe jetzt einfach, dass das lange und gut hält. Ansonsten könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was hättet ihr gemacht, außer ein neues Kissen gekauft. Ein Lost Place. Ann-Kathrin und ich telefonieren gerade und sie ist im Laden, guckt sich kleine Pfannen an. Wir wollen nämlich eine kleine Pfanne haben. Hallo, zeig mal die 20er. Ja, ist die beschichtet? Ja, die ist beschichtet, aber es gibt auch noch eine 20er, die auch beschichtet ist, die angeblich eine Anti-Haftbeschichtung hat. Aha. Die ist ein bisschen teurer als die andere, aber die hat auch einen längeren Griff. So, Ann-Kathrin hat eine Pfanne gefunden, aber nicht bei Teddy, sondern bei Carrefour, ne? Ja. Was ist denn das für eine Pfanne? Das ist eine Tefal-Pfanne. Und zwar hat die auch eine Beschichtung, eine gute. Man kann die überall benutzen und man hat... Auch bei Gas? Ja. Und steht das da auch drauf? Manchmal steht hier das nicht direkt drauf, aber müsste auch funktionieren. Und hier ist extra ein Griff, den man überall an der Pfanne drumherum festklicken kann und wieder abklicken kann. Das heißt, wir können das einzeln transportieren und das spart natürlich Platz, weil guck mal, der Griff passt normalerweise in die Pfanne. Ich guck mal, ob ich das in die Küche kriege. Also das passt schon mal wunderbar. Der Topf passt in die Pfanne. Sehr schön. Und jetzt muss der Griff noch irgendwie an die Seite und dann sollte die Tasche auch einigermaßen zugehen. So, jetzt sind wir im Park. Der sieht ja vielversprechend aus. Hier gibt es sogar Grillstellen, wo man Feuer machen kann. Naja, das sieht schon ganz schön verrostet aus, aber überall Mülltonnen und Sitzflächen und Tische, Bänke, dies, das, Ananas. Ey, das ist doch super, ne? Aber wir können kein Feuer machen, weil wir haben nichts zum Feuer machen. Es sei denn, wir fällen einen Baum, aber dann kriegen wir Ärger und das wollen wir nicht. Also wir wollen erstens keinen Baum fällen und zweitens natürlich auch keinen Ärger kriegen. Die Bäume sollen lieber am Leben bleiben. Ja, wäre geil, wenn hier jetzt Totholz oder Treibholz oder
whatever rumgelegen hätte, aber egal. Wir überleben das auch ohne Feuer. Aber es wäre echt geil, wenn wir bald mal wieder ein Lagerfeuer machen könnten. Oder? Ja. Ist doch voll romantisch und das wärmt und vor allen Dingen jetzt Herbst, Winter ist das doch mega geil, ne? Ja, wäre schon richtig cool. Aber naja. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben es ja noch einigermaßen warm hier. Ein anderer Tag, ein anderer Park. Genau. Hier ist eine schöne Grünfläche. Ich glaube, da hinten geht der Park noch weiter. Und da hinten ist auch noch was. Hier ist so ein Staudamm, Stausee. Ja, wunderschön. Auf jeden Fall hatten wir da unser Zelt aufgeschlagen. Wir hatten richtig schön klaren Sternenhimmel. Und wir lagen hier in der Nähe von den Palmen. Echt schön hier. Hatten auch eine angenehme Nacht, obwohl das drumherum ziemlich rauscht. Also da hinten ist eine Schnellstraße, da ist eine Schnellstraße, da ist eine Straße, da und da. Und gestern Abend waren da hinten noch Feiernde. Die haben irgendwie einen Geburtstag gefeiert mit Musik und Alkohol und so ein Quatsch. Aber ja, wir konnten doch einigermaßen gut schlafen. Also es gab schon schlimmere Nächte. Ja, wir chillen hier noch ein bisschen, lassen das Zelt ein bisschen trocknen, weil ja, war doch wieder recht luftfeucht heute Nacht und der Rasen ist auch klitschenass. Zum Glück habe ich jetzt die wasserfesten Laufschuhe an. Die sind von außen ziemlich feucht, aber die Socken 100% trocken. Solche Schuhe sind gut. Die anderen habe ich ja schon eingepackt, weil die haben wir ja vorgestern gewaschen, sind gut getrocknet. Wir sind jetzt in Avilés. Boah, ist das warm, ey. Wir haben hier mega den fetten Berg hochgeschoben und jetzt sind wir hier auf so einem Rastplatz mit ganz vielen Tischen und Bänken und es gibt einen Grill und hier gibt es überall Stöcker, die wir verwenden können. Mal größer, mal kleiner. Ja, geil. Machen wir gleich ein schönes Lagerfeuer oder bereiten das erstmal vor. Erstmal gibt es Essen. Wir haben nämlich geplant Reis. Und dazu, ganz ungewöhnlich, hatten wir glaube ich noch nie, Nachos mit Salsa-Dip. Mal gucken, ob es schmeckt. Guten Morgen, hier haben wir gezeltet. Ja, eigentlich wollten wir da hinten irgendwo in der Nähe von dem Grill. Aber, ja, Wind zog auf, ein bisschen Regen tröpfelte herunter und dann dachten wir, ja, hier sind wir vielleicht ein bisschen geschützt. Das ist nämlich eine Kirche, eine kleine Kirche und ja, da waren wir tatsächlich ein bisschen geschützt. Ja, und während Ann-Kathrin sich heute Morgen noch ein bisschen ausgeruht hat, habe ich hier ein bisschen aufgeräumt, habe die ganze Asche rausgeholt, natürlich auch darauf geachtet, dass alles schön abgekühlt ist und teilweise noch ein bisschen abgelöscht und nachgefeuchtet mit Gras. Da habe ich das restliche Holz hingestapelt und da die Steine, die da drin waren. Und da ist der dicke Ast, den wir da noch angebrannt hatten. Ja, der Grill ist leider ein bisschen kaputt, aber das war es schon vorher, versprochen. Sollten sie mal austauschen. Aber dafür sind ja die Steine da. Und die kann man vor die Löcher machen. Ja. War trotzdem ziemlich gut. Ja, und heute wieder blauer Himmel. Die Sonne ist auch wieder da. Richtig gut. Können wir unsere Solaranlagen wieder auspacken. Nach der geilen Abfahrt vorhin
geht's natürlich wieder nach oben. Bisschen Cardio muss ja wieder sein. Hui. Ja. Was sagen Sie zu den Bergen? Anstrengend. Wieso anstrengend? Gerade wenn man gerade erst einkaufen war. Fürs Wochenende. Wir sind an einer Ruine. Palacio de Carsana. So. Ann-Kathrin guckt jetzt kurz, wie die Geschichte dahinter ist. Und dann erzählen wir euch das vorher, bevor wir euch das Ding zeigen. Das ist der Valdezara-Palast. Und der war mal eine Kaserne. Und zwar während des Unabhängigkeitskrieges von dem französischen Marschall Ney, der die Plünderung und Verbrennung der Muros anordnete. Auf der anderen Seite vom Palast ist jetzt nicht so viel zu sehen. Ist ja auch nur eine Ruine, aber wir haben hier einen coolen Unterstand, weil es fängt wieder an, ein bisschen zu nieseln. Und zwar dieses Gebäude, was hier kulturell, klassisch öfter mal steht. Und darunter ist einfach diese Tischbank-Kombi. Und dieser Strand hat scheinbar auch mal in einem Film mitgespielt, so wie das hier aussieht. Und zwar in El Cristo del Oceano. Steht sogar, wer damit gespielt hat und so weiter. Ja, und wohl auch zusätzlich in Mar Brava. Ja, interessant. Schöner Strand auf jeden Fall. Wir hatten gestern schon die Ehre, ein Feuer machen zu dürfen. Und jetzt haben wir das direkt am nächsten Abend schon wieder. Ja, cool. Ist auch schön warm hier am Feuer, weil draußen wird es langsam echt kalt. Also nicht so kalt, dass man das nicht mehr aushält, aber ist schon ein bisschen frisch heute gewesen. Ja, ist jetzt unser drittes Lagerfeuer auf der ganzen Reise. Wir genießen das. Also die Wärme ist tipptopp. Wunderbar. Naja, wir lassen das jetzt runterbrennen. Wir haben jetzt noch ein paar Hölzer. Die habe ich vorbereitet und wenn das weg ist, dann gehen wir ins Zelt und kuscheln uns ein in die Schlafsäcke. Dann wollen wir hier mal den Grill sauber machen. Den haben wir ja ordentlich benutzt gestern Abend. Haben aber zum Glück noch abgelöscht, also da sollte jetzt keine warme Glut mehr zwischen sein. Ein bisschen ordentlicher, als wir das vorgefunden haben, aber ist ja auch gut so. Ja, die anderen wollte ich jetzt nicht sauber machen, aber ich habe hier vorne vor den Grills die Fläche einmal gefegt und hier unten den Boden. Und ja, der Sack ist jetzt auch voll mit Asche, Laub und Stöckern und Glasscherben, Kronkorken, sonstiges. Ist auch jetzt schon gerissen, deshalb muss ich das nochmal neu verpacken. Ja, gute Arbeit geleistet. Moin! Ja, neben den ganzen Höhenmetern hier haben wir ein besonderes Problem und das nennt sich Feuchtigkeit. Kennt ihr wahrscheinlich schon aus unseren anderen Videos. Ja, es hat heute Nacht 0 geregnet, gar nicht. Und unser Zelt ist klitschenass. Wegen der Luftfeuchtigkeit hier. Oder der Feuchtigkeit, die aus dem Boden aufsteigt. Wie auch immer, es ist feucht. Zwischen der Bodenplane und dem Zelt. Zelt drumherum und natürlich die Außenplane. Die ist am nassesten. Von innen, von außen, von überall. Ja, unsere Fahrräder sind auch nicht wirklich trocken. Kann man sehen. Also über den Gepäckträger hatte ich die Picknickdecke. Dazwischen war dann alles super trocken. Aber da, wo nicht bedeckt war, hier schön feucht. Naja, hier ist noch ein bisschen feucht. Hier ist überall feucht. Die Flaschen total, waren ja 7 Grad heute Nacht. Ganz schön kühl für uns. Also sind wir gar nicht mehr gewohnt. Ann-Kathrins Fahrrad ist auch ganz feucht. Hier überall. Tja. Naja, müssen wir irgendwie mit klarkommen, ne?
Problem ist, toller Rastplatz, aber heute Morgen, also wir haben es ja schon Mittag, ne? Warte mal, was sagt die Uhr? 12 Uhr, Punkt. Ja, alles voller Schatten hier. Sonne ist da hinten, die kommt wahrscheinlich heute gar nicht hier rum, ne? Die Sonne wandert ja nach da und na gut. Müssen wir dann nachher, wenn wir irgendwie Essen kochen oder so, das Zelt nochmal auspacken, an die Luft hängen, in die Sonne tun und dann muss es nachtrocknen. Ne? Wir haben die erste Zusage bei Trusted House Sitters. Yay! Ja. Genau, in ungefähr einem Monat sollten wir da sein. Das ist Mitte Portugal, das sollten wir schaffen, wenn wir jetzt Gas geben. Ja, und dann dürfen wir vom 25. November bis 1. Dezember ein Haus hüten. Genau. Sehr schön. Haben wir ein bisschen Zeit zum Arbeiten und können dort ein bisschen was mit dem Hund anstellen. Also Gassi gehen, füttern. Bisschen die Natur mit dem Zusammensein in der Nähe angucken. Kuscheln vielleicht auch, mal gucken. Ja. Wir sind übrigens am Überlegen, ob wir zwischendurch mal den Zug nehmen, weil das ist ja doch ganz schön anstrengend hier in Spanien. Wenn wir pünktlich bei dem House-Sitting ankommen wollen, müssen wir 36 Kilometer am Tag fahren, an aktiven Tagen. Und dann können wir auch 1,4 Pausentage pro Woche einhalten, durchschnittlich. Aber 36 Kilometer am Tag... Also man kann sicherlich auf ein paar Pausentage vielleicht verzichten, aber 36 Kilometer am Tag hier in Nordspanien, das ist für uns ein bisschen schwer umsetzbar. Irgendwo im Flachland, in Niederlande oder so, da wäre das problemlos möglich, aber hier in Spanien... Naja, deshalb sind wir am Überlegen, ob wir zum Beispiel vor Santiago de Compostela, weil es da ja so steil bergauf geht, den Zug nehmen und vielleicht später an anderen Stellen dann nochmal, um ein paar Höhenmeter zu überspringen. Ja, dann sollte das passen. Eigentlich wollen wir natürlich so wenig wie möglich überspringen und alles mit dem Fahrrad fahren, aber ja, um das zeitlich einhalten zu können, ja, wir wollen ja auch das wahrnehmen, ne? Das ist unsere Chance mit dem House-Sitting. Mit diesem House-Sitting haben wir dann die Chance, dass er uns eine gute Bewertung schreibt, womit wir dann bei längeren House-Sits gut ankommen können und bessere Chancen haben, diese auch zu bekommen. Was uns dann wiederum ermöglicht, 2-3 Wochen irgendwo in der Hütte zu entspannen und auch zu arbeiten, damit wir mit den Videos vorankommen. Das ist ja ein cooler Spielplatz hier. Da sind die Schaukeln. Wer möchte schaukeln? Da ist die Rutsche. Wer möchte rutschen? Alles zugewachsen hier. Das ist schon krass, wie hoch diese Brücken sind. Und dass da noch Autos drüber fahren. Das ist so gigantisch. Das ist übrigens die A8 da oben. Was da drunter ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich die Bundesstraße, die wir jetzt hätten nehmen können. Egal. Ja, ich bin gerade wieder am Kissen reparieren. Das boah, da war ein harter Stein. Jo, das ach so tolle Kissen hat jetzt einen größeren Riss. Ich habe das ja mit Fahrradflicken geflickt und das Vulkanisationszeug hat das Material irgendwie ein bisschen geschwächt. Und jetzt ist der Riss noch größer als vorher. Ja, scheiße. Wir fahren jetzt nach Soto de Luñas. Ja, und das geht jetzt ziemlich schnell. Wir nehmen da den Zug um 16 Uhr. Also wir haben noch 5-6 Stunden Zeit bis dahin. Und dann sind wir gegen 21 Uhr an unserem Ziel, fahren dann noch ein paar Kilometer und dann suchen wir uns einen Schlafplatz.
Ja, genau. Eigentlich war die Option heute noch gewesen, Hotel oder Apartment zu nehmen, aber wir haben dann uns zu spät entschieden. Heute Morgen war das noch irgendwie 54 € und als wir uns dann entschieden haben, war es irgendwas mit 90 € und das haben wir dann nicht mehr eingesehen. Und deshalb fahren wir jetzt lieber mit dem Zug. Hoffen, dass im Zug eine Steckdose ist. Oder 2, 3. Mit dem man was anfangen kann. Ansonsten müssen wir gucken, wie wir die Zeit rumkriegen im Zug, weil wir doch ein paar Stunden fahren. Wir hoffen, dass wir die Fahrräder irgendwie mitkriegen. Allgemein hoffen wir, dass wir am Bahnsteig oder so eine Fahrkarte kriegen. Sonst keine Ahnung, wie man oder ob man das online buchen kann. Wir sind jetzt am Bahnhof von Soto de Luinya. Luinya, genau. Soto de Luinya. Hier gibt es 2 Gleise. Klar, wie meistens irgendwie an Kleinbahnhöfen. Hier steht auch auf der anderen Seite oder hier hinter mir, wohin die Züge fahren. Also da geht's nach Ferrol und da geht's nach Oviedo. Also Oviedo war nähe Avilés, glaube ich. Aber es ist nicht gekennzeichnet, welcher der beiden Gleise jetzt wohin führt. Eine Frage hat sich schon mal geklärt. Die Fahrräder können kostenlos mitgenommen werden in allen Zügen von denen. Steht auf deren Webseite. Und es kostet 17,85 € pro Person. Eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön. Schal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 a. Na komm. Schaffst du das hier hoch? Ansonsten ist da hinten ein Bahnübergang. Das ist eigentlich für sowas gedacht. Alles gut. Wir haben es jetzt kurz vor 14 Uhr und der Zug ist gerade durch in die andere Richtung nach Oviedo. Und ja, der fährt jetzt nach Oviedo. Und ich glaube, das ist derselbe, der hier dann nachher langkommt und uns abholt. In ungefähr, wie lange dauert das jetzt noch? 2,5 Stunden? 2 Stunden? 2 Stunden und 15 Minuten müsste das jetzt noch dauern, bis er wiederkommt. Und dann können wir in die andere Richtung düsen. Ach ja. Genau. Thema Ticket ist komisch. Also Ann-Kathrin hat das irgendwie bestellt, hat bezahlt. Nur ist das Ticket nicht zu finden. Es ist nicht in der App, es ist nicht irgendwo in der E-Mail. Also wir haben gar keine E-Mail bekommen. Keine Ahnung, wo es sonst sein soll. Abgebucht wurde auch nicht. Ganz komisch. Also wir haben unser Gemeinschaftskonto. Und entweder müsste es da abgebucht worden sein oder vorgemerkt sein. Ist beides nicht der Fall. Jetzt guckt Ann-Kathrin noch. Ansonsten, wir wollen das Ticket ja nicht doppelt kaufen. Was, wenn sich das jetzt alles verzögert? Zur Not müssen wir mit den ganzen Fragen in Zug und gucken, ob da ein Schaffner ist. Wir haben ja mega viel Zeit. Also es geht... Nee. Andere Richtung. In die Richtung geht es 5 Stunden. 5 Stunden fahren wir mit dem Zug. Ohne Umstieg. Also, wir haben da ordentlich Zeit und wenn da ein Schaffner oder eine Schaffnerin ist, dann kann man denen das alles klären und dann kriegen wir auch irgendwie hin, dass wir ein Ticket kriegen. Ansonsten können wir dann wahrscheinlich bei denen ein Ticket kaufen. Wir haben ja auch Bargeld mit. Ein bisschen kriegen wir schon irgendwie gelöst. Was haben wir getan? Wir haben uns noch ein Hotelzimmer gebucht. Wie? Warum? Weil wir kommen erst um 21:30 Uhr in dem Zielort an, den wir uns ausgesucht haben jetzt erstmal. Xuvia. Genau. Nähe Ferrol. Und dann müssen wir uns nicht mehr noch mal nach dem Schlafplatz suchen und das ist relativ nah da. Da bleiben wir dann 2 Nächte und danach fahren wir weiter. Dann können wir uns noch ein bisschen ausruhen, ein bisschen runterkommen, unsere Geräte nochmal aufladen, weil die haben nämlich auch fast alle keinen Strom mehr. Und wer weiß, ob das im Zug geht.
So, wir sind im Zug, ne? Ja. Sehr schön. Ja, hat das jetzt geklappt mit dem Fahrschein? Jetzt hat es funktioniert. Also ich bin direkt auf den hier zugegangen. Schaffner. Genau. Habe ihm gesagt, dass wir das Problem hatten mit der App. Dann habe ich das jetzt hier nochmal bei ihm mit der Karte bezahlt und jetzt hat auch alles funktioniert. War nur ein bisschen teurer, irgendwie 6 Euro noch was teurer, ne? Ja, aber naja. Wahrscheinlich wegen dem Touristentarif. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Zug und wir können jetzt hier fahren und die Fahrräder stehen hier auch sicher und haben wir auch im Blick und es gibt hier auch eine Toilette. Ja. Haben wir ja extra festgemacht da mit einem Gummiband und meins mit einem Schloss. Ja, aber Steckdosen gibt es hier nicht, ne? Habe ich noch nicht gesehen jedenfalls. Naja, ist ja auch egal. Haben wir ja heute Abend auf jeden Fall. Ja. Ey, wir fahren durch so viele Tunnel hier. Also wenn wir das auf dem Radweg gehabt hätten, dann hätten wir das locker geschafft. Dann bräuchten wir diesen Zug nicht. Aber naja, irgendwie auch selbstverständlich, dass so ein Zug ein paar mehr Tunnel braucht, ne? Der Zug kann ja auch nicht immer bergauf, bergab. Kostet ja auch ziemlich Energie. Ja, aber das ist bestimmt schon der 5. Tunnel oder so, wo wir durchfahren. Und wir fahren erst ein paar Minuten. Aber die Aussicht hier aus dem Zug ist manchmal echt ziemlich geil. Ich glaube, da hinten ist die A8. Das sieht so krass aus. Da hinten ist das Meer. So, wir sind jetzt in Ribadeo. Wir mussten jetzt doch nochmal umsteigen, also doch keine 5 Stunden durchfahren. Der Schaffner kam plötzlich vor 5 Minuten zu uns und meinte, ja, ihr müsst gleich noch umsteigen. Na gut, hoffen wir, dass der Zug bald kommt und dass das dann reibungslos weitergeht. Boah, der ist aber kurz. Ist das der richtige? So, wir haben jetzt 9:30. Wir steigen gleich aus. Das Gute ist, hier gibt es keine Anzeigen, wo wir gerade sind und wo der Zug hält. Ann-Kathrin guckt über Google Maps und so, wo wir gerade sind. Ja, und die danach müssen wir raus. die nächste müssen wir raus, ja. Das sieht man dann auch, wenn man hält, draußen an den Bahnsteigen manchmal, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt in Zuvia und ja, weiteres Hindernis. Ich muss hier erstmal die Tür öffnen und dann müssen wir irgendwie da durch. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, Behindertenausgang, da steht das auch mit Fahrrad, dass wir da raus können. Mal gucken, ob das mit unserem Ticket klappt, dass wir beide rauskommen. Das soll ja so sein, dass wir beide rauskommen, ne? Ansonsten müssen wir Notruf wählen oder so. So, ja, dann mach dich bereit. Ja. Sin combinado caritas. Nochmal. Información, buenas tardes. Hello, can you speak English or German? Disculpe. English or German? Can you speak? ¿Que está esperando el tren a dónde? ¿Hablas inglés o alemán? Es que les escucho, aparte del idioma, les escucho mal, como con mucho ruido. Ja, wir verstehen uns leider nicht. Was passiert hier? Wird gleich der Feueralarm ausgelöst? Aber hier steht auch nichts mit Notausgang oder so. Ah! Hier können wir durch. Ist auch jetzt kein Alarm angegangen oder so. Ich hoffe auch kein stiller Alarm. Nicht, dass hier gleich Feuerwehr und Rettungsdienst vor der Tür stehen und Polizei und sonst was.
Naja. Gut. Ja. Ich verstehe es jetzt nicht, aber okay. Jetzt haben wir eine Lösung. So, natürlich haben wir die Tür wieder hinten geschlossen und die schließen wir jetzt auch. Boah, wir haben echt Hunger, ne? Wir haben heute nur gefrühstückt und zwischendurch haben wir nichts gegessen. Nur das ne? Müsli einmal. Ja, genau, das gar nichts Müsli. gegessen. Ja, wo geht's jetzt hin? Es geht jetzt ins Hotel, was wir gebucht haben. Ich glaube, das ist auch das da vorne, wo das Hotelding leuchtet. Ja, und weil der Rest des Abends ein bisschen stressig und durcheinander war, fasse ich euch das hiermit ein bisschen zusammen. Von dem Bahnhof ging es direkt rüber zum Hotel. Das war wirklich nicht weit. Ich schätze so 200-300 Meter höchstens. Dann standen wir hier vor dieser Glastür. Die Rezeption hatte leider schon zu. Dann konnten wir aber dort klingeln und ja, dann war da so eine Hotline hintergeschaltet, also über das Telefonnetzwerk. Da haben wir quasi gesagt, wer wir waren und dass wir gebucht haben. Und dann wurde uns diese Glastür aufgemacht. Dann durften wir in diesen Vorraum rein. Dann stand in der Ecke dieser Bildschirm, wo wir uns vorstellen mussten, wo wir uns verifizieren mussten. Also auch unsere Personalausweise oben in die Kamera halten mussten. Und dann haben wir von denen quasi unseren Türcode bekommen. Dann konnten wir theoretisch aufs Zimmer, aber wir wollten auch unser Gepäck mitnehmen und unsere Fahrräder irgendwo sicher abstellen. Und es gab keine Garage, keinen Fahrradkeller oder ähnliches. Und wir wollten die Fahrräder auch ungern draußen stehen lassen. Deshalb wollten wir sie mit aufs Zimmer nehmen. Das wurde uns auch erlaubt. Nur war die Herausforderung jetzt, der Fahrstuhl war zu klein und das Treppenhaus definitiv auch. Was wir dann gemacht haben, sind die Fahrräder erstmal in diesen Vorraum reinzuschieben, die zu entladen, die ganzen Packtaschen über den Fahrstuhl ins zweite OG in das Zimmer zu packen. Dann haben wir zusammen die beiden Fahrräder durch das enge Treppenhaus hoch ins zweite OG getragen, in das Zimmer hinein, wo zum Glück ein bisschen Platz war. Dann hatten wir noch vegane Burger bei einem Lieferservice bestellt, aber irgendwie gab es ein technisches Problem bei der Bestellung und wir wussten jetzt nicht, ob die Bestellung rausgegangen ist oder nicht. Wir haben gewartet und es kam niemand und naja, wir haben dann quasi aufgegeben, haben dann noch ein bisschen Brot gegessen, was wir noch über hatten. Das hat jetzt nicht wirklich gut geschmeckt, weil das noch so hart war und dann sind wir endlich ins Bett und sind relativ schnell eingeschlafen. Zwei auf Rad, die Welt erkunden, Freiheit finden, keine Stunde